Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Die Atmung war... Die Knie waren weich wie Butter, die Stimme eine Oktav höher, der Schweiß kam aus allen Poren und natürlich der Magen war verknotet, wie sonst irgendwas. Es war mein Zeugnis vor circa einem Jahr. Ich wusste, es kommt immer näher, jede Minute, jeder Schritt. Und dann, ich hatte circa ein A5-Blatt mit ein paar Notizen und ja, eine halbe Stunde davor habe ich schon einmal die Hälfte davon gestrichen. Und als ich dann vor der Gruppe gesessen bin, habe ich gleich einmal den Rest auch noch. Da sind vielleicht 2, 3 Sätze rauskommen. Und ja, aber sie waren nicht zufrieden. Die Zuhörer, also haben sie Fragen gestellt. Ihr habt heute auch schon viel gehört. Danksagungen, Erlebnisse. Wollt ihr überhaupt noch was von mir hören? Ah. Ich wollte ja 1 Stunde reden, ne? Jetzt soll es mir nur 10 Minuten geben. Na, ich habe mir ernsthaft überlegt, wie soll ich überhaupt diese 10 Minuten füllen. Aber ja, warum bin ich hier? Was habe ich hier gelernt? Ich bin als Adventistenkind aufgewachsen und ich danke meinen Eltern für die Erziehung, für ihre Unterstützung, dass sie mir immer gesagt haben, Christina, schau nicht auf die Leute, schau nicht auf die Gemeinde, schau auf Jesus. Das ist das Wichtigste. Danke auch, Naomi, ich weiß nicht, was sie jetzt gerade ist, dass ihr mich zu Hause entbehrt habt, obwohl ich doch immer wieder heimgeschlichen bin. Ja, in Äthiopien, weil wir den Rückblick gesehen haben, jeden Tag, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, um zu unterrichten, habe ich in meinem Kopf die Stimme gehört auf Ungarisch. Az Úr Jézus legyen veled. Der Herr sei mit dir. Danke dafür. Ich habe ja vorher schon geweint beim Lied fast. Ja, ich war eher passiv in meinem ganzen Glaubensleben. Ich habe konsumiert, hin und wieder war ich aktiv, habe in der Bibel gelesen, in Büchern von Ellen White oder habe zumindest damit begonnen. Mein Ziel war hier, Jesus näher zu kommen, aktiv zu werden und ganzheitlich gesund zu werden. Ja, der Outreach kostet mir noch immer Überwindung, aber ich habe schon weniger Angst davor. Und Schritt für Schritt lerne ich auch Jesus näher kennen. Dafür bin ich echt dankbar. Ja, und all diese Veränderungen habe nicht ich bewirkt oder auch, dass ich jetzt vor euch stehe. Ich meine, ich bin trotzdem nervös, aber ja, ich verdanke es Gott und ihm möchte ich dafür auch loben. Ich habe hier gelernt, wie der menschliche Körper zusammenhängt mit den Gesetzen, die uns Gott gegeben hat und wie einen das wirklich vernetzt. Danke, Sabrina. Ich habe gelernt, wie man massiert, wie man Wasseranwendungen gibt. Ich hatte auch das Vorrecht und das Privileg, danke auch, dass ihr uns das erlaubt, Klaus und Sabrina, Gäste zu betreuen. In dem Fall auch danke, Helga, dir für die Unterstützung. Ich habe gelernt, wie man die Bibel studiert, über verschiedene Themen gehört. Ich habe gelernt, dass Dienen wichtig ist oder wie wertvoll es ist überhaupt, dass Menschen und Freundschaften wichtiger sind als der Physiologietest am nächsten Tag. Ich habe gelernt, manchmal auch kalt zu duschen, wenn ich in der Früh zu faul war, mir ein warmes Wasser zu holen. Am Abend gibt es warmes Wasser, für die, die sich jetzt schrecken. Ich habe gelernt, vor dem öffentlichen Sprechen noch einmal in den Spiegel zu schauen, ob da nicht ein Giftschipperl umeinander steht. Danke, Tom. Ja. Ich habe gelernt, dass manches von dem Unkraut im Garten, was da wächst, eigentlich sehr effektiv ist, noch gesünder als der grüne Salat. Unkraut kann man also manchmal auch essen. Und
im Garten habe ich auch was anderes gelernt. Ich habe Samen gesät und habe mich über jedes kleine Blatt gefreut, das da gewachsen ist. Und wenn der Stängel gekommen ist und die Blätter werden größer, perfekt, ich freue mich schon. Und ja, jede Pflanze ist perfekt in ihrem Stadium, bis sie dann so ausschaut. Und es war eine Freude für mich, in meinen Garten zu gehen. Und so ist auch Gott mit uns. Egal, wo du stehst, du bist perfekt, solange du in ihm verwurzelt bist und er ihn an dir arbeiten lässt. Da möchte ich auch den Text in Zephania 3, Vers 17 lesen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen, mit Wonne. Er wird stille sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Ja, danke an das Team, danke auch an Familie Reinprecht und die Sabrina, dass ihr überhaupt Gottes Ruf gefolgt seid und euch getraut habt, dieses Institut zu gründen, mit all den Risiken und all dem Schweiß, der da dazugehört. Danke an das Team für eure Geduld, Flexibilität, für das Eingehen auf jeden Einzelnen von uns, für den Spaß, die Ratschläge, die Unterstützung, die wir immer gehabt haben und vor allem für das Vorbild, das ihr für mich auch wart, im geistlichen Sinn und auch im Lebensstil allgemein. Ich werde euch vermissen, unsere Klasse. Ich habe es schon gemerkt bei dem Lied Friends. Ja, es wird nicht einfach, wenn ihr einfach weg seid und ich dann neue Leute um mich habe, zumindest zur Hälfte, weil ich noch da bleiben werde. Markus, does your dog bite? Das ist ein Satz, den ich immer mit dir verbinden werde. Ich weiß, die Miriam mag ihn nicht. Aber der ist überall irgendwann einmal zu passenden und unpassenden Zeit gekommen. Aber danke auch für deine Lebenserfahrungen und Geschichten und für die Demut, die du immer wieder auch gezeigt hast als Betreuer. Danke Miriam für deinen Lacher, für den Humor und für die vielen Ratschläge, die du aus deiner Lebenserfahrung gegeben hast. Maria, du warst immer fleißig und effektiv und ist definitiv für mich auch ein Vorbild. Und falls du einen Lichtschalter mal angelassen hast, die Maria hat ihn sicher wieder ausgemacht, wenn niemand mehr im Raum war. Julia, du warst still, aber konstant. Und ihr zwei auch immer am Abend, wenn ihr verschwunden seid, einfach um gemeinsam zu beten. Diese Treue zu Gott hat mich beeindruckt. Kascha. Ja, danke. Oh, there she is. Danke für die lustigen und tiefgehenden Gespräche, die wir gehabt haben. Und bei ihr habe ich auch gelernt, nachts weiter zu schlafen, auch wenn sie versucht, mir gerade ihre Geheimnisse preiszugeben. Sie redet während dem Schlafen. Einmal hat sie mir sogar ein Ständchen gesungen. Die Marie, unsere andere Zimmerkollegin, danke einfach für... Sie ist gerade nicht da. Sie war immer gut drauf, egal wie der Tag gerade war. Und das war auch für mich sehr beeindruckend. Sebastian, ich werde dich immer... ich muss anders anfangen. Während einem Newstart, wir waren gerade im Küchendienst, ich stehe in der Tür und der Sebastian ist am Reinkommen, dann bleibt er stehen, schaut ganz normal, dass er seinen Mund aufmacht und da leuchtet mir eine Orangenschale entgegen. So werde ich dich in Erinnerung behalten. Ja, und auch die Gespräche über Politik und Wirtschaft waren immer interessant mit dir. Jarek. Oh, you don't have translation. Also das mit der Andacht, was er erzählt hat, hat wirklich funktioniert. Er war nämlich jeden Tag und in jeder Situation, hat ein Lächeln auf den Lippen gehabt und war total entspannt und die Ruhe selbst. Danke dafür, Jarek. Der Philipp hat einen Schweizer Wind in unsere Gruppe gebracht. Nicht nur er selber, sondern auch mit seinem
gelb mit seiner gelben Maschine da draußen, mit ich weiß nicht wie viel PS, mit seinem Motorrad. Danke für deinen Humor und auch für das prophetische Wissen und die geistlichen Gedanken, die du gehabt hast. Und Kelsey, bei dir habe ich immer wieder bemerkt, wie du täglich, ja, die Zeit mit Gott war dir wichtiger als alles andere. Wichtiger vielleicht manchmal als der Küchendienst. Aber dafür hast du geistlich aufgetankt. Und ja, das hat mich sehr bewegt. Ich werde jeden von euch vermissen. Und ja, ich danke Gott für dieses Jahr hier.